Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe verstecken wir das eigenartige Klinkermauerwerk im Altstadtblock von Faller, in dem wir die betroffenen Wände verputzen. Faller produzierte den Altstadtblock in den 1960er Jahren mit ungewöhnlich viel Sichtmauerwerk im sogenannten Läuferverband, bei dem jeder Backstein seiner Länge nach parallel zur Mauer liegt. Da Binder fehlen, die den sichtbaren Mauerwerksverband in das dahinterliegende Mauerwerk einbinden, haben wir es hier offenbar mit Verblendmauerwerk zu tun, bei dem die Außenfläche aus anderem Steinmaterial besteht als der Kern. Die gewöhnlich verwendeten Mauersteine besaßen in Deutschland das Normalformat von 250 x 120 x 65 mm. In den Maßstab 1:87 umgerechnet müssten die Ziegelsteine im Altstadtblock von Faller etwa 2,9 x 1,4 x 0,7 mm groß sein. Die von Faller dargestellten Steine im Format 5 x 2 x 1 mm sind also deutlich größer als das Normalformat. Leider können wir weder das gewählte Steinformat korrigieren, noch den ungewöhnlichen Läuferverband in einen Block- oder Kreuzverband verwandeln. Es gibt allerdings die Lösung, das missratene Sichtmauerwerk unter einem hübschen Putz verschwinden zu lassen. Für das Verputzen verwenden wir die Steineffektpaste Himalaya Stone 127 Sandstein von Marabu, die sich prima verarbeiten lässt und erstaunlich gut auf dem Kunststoff der Fallerhäuser haftet. Die Steineffektpaste kann direkt aus der Tube auf das Modell aufgetragen und dann mit einem kleinen Mahlmesser weiterverarbeitet werden. Es genügt, eine möglichst dünne Schicht der Effektpaste über das Mauerwerk zu verteilen und mit dem Mahlmesser etwas zu glätten. Wir brauchen es mit dem Glätten gar nicht übertreiben, da viele der Unebenheiten beim Trocknen von alleine verschwinden. Dieser erste Putz sollte jetzt mehrere Stunden trocknen, bevor wir gegebenenfalls eine zweite Schicht Effektpaste auftragen. Nach dem Trocknen ist schön zu erkennen, dass die Effektpaste an Volumen verloren hat und eine ziemlich dünne Schicht bildet. Das unrealistische Mauerwerk ist immer noch zu erkennen, also legen wir eine zweite Schicht Putz darüber. Grobe Unebenheiten beseitigen wir mit dem Mahlmesser, damit wir später nicht allzu viel nacharbeiten müssen. Die Steineffektpaste lässt sich nach dem Trocknen gut mit Schmirgelpapier glätten, falls das erforderlich wäre. Es sind aber gerade die kleinen Unregelmäßigkeiten, die unsere verputzte Wand nach dem Bemalen interessant aussehen lassen. So haben wir eine Stelle des Backsteinmauerwerks unverputzt gelassen, um beschädigten, abbröckelnden Putz darzustellen. Das wirkt überzeugend genug und lässt sich einfacher darstellen, als bereits aufgetragenen Putz wieder vom Modell abzunehmen. Die Steineffektpaste kann nach dem Trocknen mit handelsüblicher Acrylfarbe übermalt werden und das sogar ohne Grundierung. Ja, und so überzeugend sieht der sandsteinfarbene Putz jetzt schon aus, bevor wir überhaupt mit dem Bemalen beginnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.